In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie man unter die niedrigste der letzten 100 Kerzen so eine horizontale Linie zeichnen kann. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der die niedrigste Kerze der letzten 100 Perioden identifiziert und sie mit einer horizontalen Linie auf dem Chart markiert. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst starten wir Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. In der Funktion OnTick erstellen wir zunächst ein Array namens Price Information, um die Kursdaten zu speichern. Anschließend sortieren wir dieses Array von der aktuellen Kerze abwärts, indem wir die Funktion ArraySetAsSeries mit dem Parameter True verwenden. Als nächstes füllen wir das Array Price Information mit Kursdaten, indem wir die Funktion CopyRates verwenden. Diese Funktion benötigt mehrere Parameter. Symbol, das das aktuelle Symbol darstellt, Period, das den aktuellen Zeitrahmen angibt, 0, die Startposition, 100, die die Anzahl der Kerzen angibt, und Price Information, das Array zum Speichern der Daten. Anschließend erstellen wir eine Variable namens LowestCandle, um den Index der niedrigsten Kerze zu speichern. Außerdem erstellen wir ein weiteres Array mit dem Namen Low, um die Tiefstkurse der Kerzen zu speichern. Ähnlich wie bei dem vorherigen Array sortieren wir dieses Array von der aktuellen Kerze abwärts mit der Funktion ArraySetAsSeries mit dem Parameter True. Wir füllen das Array Low mit den Tiefstkursen der letzten 100 Kerzen, indem wir die Funktion CopyLow verwenden. Diese Funktion benötigt die gleichen Parameter wie CopyRates, füllt aber das Low-Array mit den Tiefstkursen. Um die niedrigste Kerze zu finden, verwenden wir die Funktion ArrayMinimum, die den Index des niedrigsten Wertes im Array Low zurückgibt. Die Parameter für diese Funktion sind das Low-Array, die Startposition 0 und die Anzahl der zu prüfenden Elemente 100. Das Ergebnis wird in der Variable LowestCandle gespeichert. Als nächstes erstellen wir ein horizontales Linienobjekt auf dem Chart mit der Funktion ObjectCreate. Diese Funktion benötigt mehrere Parameter. Symbol, das für das aktuelle Symbol steht, Line1, der Name des Objekts, OBJHLine, der angibt, dass es sich bei dem Objekt um eine horizontale Linie handelt, 0, der Index des Unterfensters, 0, die Zeitkoordinate und Price Information, Low, die Preiskoordinate. Dann setzen wir die Farbe der Linie auf Magenta, indem wir die Funktion ObjectSetInteger mit den Parametern No, Line_Uns, OBJPropColor und CLA_Magenta verwenden. Außerdem setzen wir die Breite der Linie auf 3, indem wir die Funktion ObjectSetInteger mit den Parametern No, Line_1, OBPropWidth und 3 verwenden. Um sicherzustellen, dass die Linie korrekt positioniert ist, verwenden wir die Funktion ObjectMove mit den Parametern Symbol Line1, 00 und Price Information, LowestCandle, Low. Schließlich zeigen wir auf dem Chart einen Kommentar an, der den Index der niedrigsten Kerze und ihren Preis enthält, indem wir die Funktion Kommentar verwenden. Sobald wir den Code geschrieben haben, drücken wir F7, um ihn zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn alles funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Jetzt sollte der Expert Advisor auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der die niedrigste Kerze der letzten 100 Perioden identifiziert und sie mit einer horizontalen Linie auf dem Chart markiert. Sie haben dies mit nur wenigen Zeilen MQL-Code selbst programmiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, das war's soweit. Ich hoffe, Sie haben keine Fehler. Wenn das zu schnell ging, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.